Quilten mit Laser kennen wir eigentlich nur von einer Longarm-Maschine. Wir können mit unserem Laser aber auch ganz wunderbar an unserer normalen Haushaltsmaschine frei quilten und ein Motiv unserer Wahl kopieren. Man braucht ein bisschen Übung, also starten wir mit Übungen. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke. Wir starten mit Übungen, Enden auf Stoff und wir legen los. Damit wir überhaupt mit einem Laser arbeiten können, brauchen wir zunächst einmal einen Laser. Mein Laser ist von Vivilux. Tada! Er hat 3 Aufsatzköpfe und zum Freihandquilten brauchen wir den Punkt. Und diesen Laserkopf kann ich mit einem Klettverschluss an jede Maschine ansetzen. Ihr findet ein ausführliches Video zu diesem Laser in der Infobox, ebenso wie einen Link zu dem Laser selbst. Damit wir mit unserem Laser Freihand quilten können, müssten wir das Ganze zuerst einmal üben. Ich habe da ein paar Dateien angefertigt von einer ganz einfachen Übung, immer ein bisschen schwerer werdend, bis wir am Ende 2 Dateien haben, die wir dann tatsächlich bei Quilten einsetzen können. Den Link für den freien Download der Übungsblätter findet ihr in der Infobox. Wie soll das Ganze jetzt funktionieren? Wir starten mit ein paar Übungen. Wir haben, wenn wir mit einem Laser quilten, haben wir eine Fläche auf unserem Quilt, da quilten wir. Und wir haben eine Fläche auf unserem Quilt, da haben wir unser Design, das wir gerne auf unseren Quilt übertragen möchten, einmal schon aufgezeichnet und festgehalten. Und dieses aufgezeichnete Design möchten wir nun auf die freie Quiltfläche setzen. Das Ganze ist ganz einfach. Zunächst einmal müssen wir unsere Maschine fürs Quilten vorbereiten. Das habe ich hier schon gemacht. Der Transporteur ist versenkt. Unsere Fadenlänge steht auf 0. Ich habe eine 100er Nadel eingesetzt, eine alte 100er Nadel, und ich habe alle Fäden entfernt. Warum? Wir quilten zunächst einmal auf Papier. Bei meinen Übungsblättern habe ich auf der einen Seite ein paar Übungen und auf der anderen Seite nichts. Und auf dieser leeren Seite möchten wir nun die Linien, die hier aufgezeichnet sind, sticken. Ich habe sie extra kräftig gelassen, damit wir da eine gute Chance haben. Das Erste, das wir machen, ist, wir richten unser Blatt aus. Zunächst einmal möchte ich meine Nähposition festlegen. Ich möchte, wie hier auf dieser Seite, 3 Striche hintereinander quilten. Das heißt, ich starte auf der äußeren Seite meines Blattes. Wenn ich die Nähposition bestimmt habe, kann ich schon mein Füßchen absenken und ich kann meine Nadel schon einmal in meinen Stoff oder hier in mein Papier senken. Jetzt ist das Ganze gut fixiert und wir können unseren Laser ausrichten. Nehmen den mal eben weg, so. Und unseren Laser setzen wir nun einmal so auf den Startpunkt. Wir haben unseren Laserpunkt auf unser Design ausgerichtet und wir haben unsere Nadel im Stoff versenkt. Das schaut gut aus und nun möchten wir unsere Linie kopieren. Das heißt, wir halten unseren Stoff wie beim Quilten fest und wir schauen jetzt nicht auf unseren Fuß. Wir schauen schon darauf, wir möchten uns jetzt ja nicht festnähen, wir möchten unsere Finger in Sicherheit bringen, wir möchten das Ganze gut und sicher halten, aber wir verfolgen nicht die Nadel. Die haben wir nur so im Augenwinkel. Wir verfolgen den Punkt auf unserem Motiv. Damit das Ganze umsetzbar ist, starten wir mit 3 sehr einfachen, sehr kräftigen Linien. Einfach nur gerade. Ihr könnt jederzeit stoppen. Bis zum Ende. Wenn wir das haben, heben wir unsere Nadel und wir schieben das Ganze weiter. Wir kopieren nun auf unserer Stoffseite den gleichen Abstand und eine möglichst gerade Linie. Wir heben erneut die Nadel und wir wandern
Wenn ihr gerade Linien näht, schaut, dass ihr möglichst gerade vor eurer Maschine sitzt. Das kann ich hier mit meiner Kamera sehr schwer umsetzen. Und wenn wir das denn schaffen, dann nähen wir einmal los. Und das Ergebnis wird mit jedem Mal besser. In der ersten Runde könnt ihr versuchen, einfach gerade Linien zu arbeiten. Wenn ihr glaubt, das funktioniert, dann richtet euren Laser nicht mehr auf die Mitte aus, sondern fahrt zum Startpunkt und richtet euren Laser auf den Rand aus. Ihr seht, meinen Laser verändere ich gar nicht mehr. Ich möchte hier genau das Thema kopieren. Wenn mein Laser verrutscht, gehen wir einfach auf einen schon markanten Punkt und richten das Ganze wieder aus, versenken die Nadel und nun können wir unseren Punkt erneut finden. Wenn wir unseren Punkt haben, dann schauen wir einfach nur, was möchten wir als nächstes. Ich möchte jetzt einmal um meinen breiten Streifen herum quilten. Das heißt, ich schiebe einfach meinen Stoff oder hier mein Papier so weit zur Seite, bis ich sehe, ja, das finde ich ganz ordentlich, da möchte ich jetzt lang quilten. Dann senken wir wieder den Nähfuß ab und wir versenken die Nadel im Stoff. Und es geht weiter. Richtet eure Hände wie beim Freihandquilten immer wieder neu aus. Wenn wir mit den geraden Linien gut zurechtkommen, dann können wir hingehen und können mit dem zweiten Übungsblatt arbeiten. Hier findet ihr leichte Bögen. Und bei diesen leichten Bögen lassen wir auch wieder unseren Laser an der Linie entlang laufen. Und wenn wir mögen, können wir das Ganze auch wieder nach außen setzen. Und wir versuchen, die Linie zeitgleich zu quilten. Um das Ganze noch ein bisschen spannender zu machen, arbeiten wir weiter mit Achten, die wir entweder von einer Seite quilten. Ui, da ist mein Finger im Weg. So. Um auf der anderen Seite zurückzuwandern. Oder aber wir quilten geschwungene Achten. Und eine dritte Linie, da können wir frei entscheiden, wie das Ganze werden soll. Auch ganz spannend ist es, Seitwärtsbewegungen zu üben mit dem Laser. Diese Seitwärtsbewegungen brauchen wir später ganz sicher auf unserem Stoff, wenn wir das Ganze auf unserem Quilt quilten. Und hier können wir wieder das Gleiche, wir können die innere Linie entlang fahren und wir können außen entlang fahren, ganz wie wir das mögen. Irgendwann möchten wir aber gerne auch einmal auf Stoff arbeiten. Und damit das gut möglich ist, habe ich euch 2 Dateien vorbereitet. Zum Üben und um sie nachher auf Stoff zu setzen. Einmal Herzchen, Herzchen, die zueinander laufen, Herzchen, die in eine Richtung laufen. Und hier möchten wir genau das Gleiche wieder arbeiten. Jedes Mal, wenn ihr euren Stoff ein bisschen dreht, verändert ihr die Position vom Laser und euer Herz bekommt eine asymmetrische Form. Oder aber ihr stockt, näht zu langsam und ihr erzeugt eine Linie, die dann gar nicht mehr so passt. Wenn ihr das Ganze ein bisschen geübt habt und das Ganze passt, dann nähen wir das Ganze auf Stoff. Ich habe ein kleines Sandwich vorbereitet. Ich habe zum Ausprobieren einen unifarbenen Stoff gewählt, damit ich mein Ergebnis später gut sehen kann. Mein Sandwich habe ich zusammengehalten mit den Wonder Pins von Clover. Hier ist mein Motiv und hierhin möchte ich das kopieren. Bei unserem Blatt sind die Abstände ein bisschen eng. Wenn wir quilten, möchten wir unsere Hände ein bisschen weiter aufsetzen können. Das heißt, mein Motiv setze ich jetzt ein bisschen weiter weg. Und ich halte mir mein Motiv ein bisschen fest. So, nun kann nichts mehr verrutschen. Ich denke daran, dass wenn ich meinen Punkt hier halte, dass ich immer noch eine große Linie ziehen kann, ohne dass ich meinen Punkt verschiebe. Das heißt, ich möchte versuchen, mein Sandwich ganz gerade zu halten. Jede Drehung verändert mein Ergebnis und jedes gerade Schieben kopiert mein Ergebnis 1:1. Das möchte ich probieren. Das heißt, ich suche mir aus, wo möchte ich mit meinem Stern starten. Ich glaube, hier ist eine gute Idee. Ein Video zum Nahtanfang und Nahtende der Quiltnaht setze ich euch ebenfalls in die Infobox.
Hier ist mein Punkt und meinen Punkt richte ich nun einmal aus. So, jetzt ist mein Punkt weiter versetzt und ich habe jede Menge Platz für meine Hände. Unser Stern hat Zacken. Wir haben überall da, wo ein Wendepunkt ist, haben wir die Möglichkeit anzuhalten. Das heißt, meine erste Linie ist einfach nur gerade. Ein Stich noch. Und aus diesem Punkt geht meine nächste Linie zur Seite. Und wir bleiben im Stoff. Die nächste Linie läuft gerade nach unten. Wir wandern wieder zur Seite. Wir wandern nach unten. Und an jedem Punkt habt ihr die Möglichkeit, eure Hände umzusetzen oder eure Nadeln aus dem Quilt zu entfernen. Die häufigsten Probleme beim Freihandquilten mit Laser, die geschehen, wenn man den Stoff ein bisschen schief legt. Dann erhält man Sterne, die entweder sehr lang gestreckt werden oder aber man erhält eine Sternspirale, was dann auch wieder sehr attraktiv sein kann. Probiert an den Übungen, bis ihr sicher seid, damit ihr dann Sterne bekommt, die auch nach Sterne aussehen oder euch später auch an kompliziertere Motive wagen könnt. Wobei der Stern schon ziemlich kompliziert ist. Jetzt wünsche ich euch eine wunderbare Woche, bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert, einfach weiter quilten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.